Willkommen und schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du zuhörst. Das ist ein Kanal, der dir hilft, Deutsch zu lernen, indem du einfach zuhörst, nachdenkst und vielleicht ein bisschen mitfühlst. Wenn dir dieses Video gefällt, gib gerne ein Like und abonniere den Kanal. Wenn nicht, kannst du natürlich auch einen Kommentar hinterlassen oder einen Daumen nach unten geben. Aber bleib dabei, denn hier gibt es viel, was dir hilft, dein Deutsch wirklich zu verstehen, nicht nur zu lernen. Heute möchte ich über etwas sprechen, das fast jeder erlebt, der einmal längere Zeit in Deutschland war. Es geht um diese kleine Irritation, dieses leise Gefühl von Verwunderung, wenn man zum ersten Mal merkt, Deutsch ist anders direkt. Nicht unfreundlich, nicht kalt, einfach sehr klar. Und manchmal kann das ganz schön überraschen. Vielleicht hast du es schon erlebt. Du stehst an der Kasse, sagst freundlich Hallo und die Verkäuferin antwortet nur knapp, fast ohne Lächeln. Du denkst kurz, dass sie vielleicht einen schlechten Tag hat. Oder du bist bei der Arbeit, gibst dir Mühe und dein Kollege sagt einfach, das ist falsch. Ohne weiche Worte, ohne Kompliment davor. Nur das, falsch. Und in dir entsteht dieses kleine, stechende Gefühl. War das jetzt grob? Oder dein Nachbar klopft an die Tür, weil du die Mülltrennung nicht ganz richtig gemacht hast. Kein Hallo, kein Wie geht's? Einfach nur, das darf so nicht sein. Und du stehst da, leicht irritiert, vielleicht sogar verletzt. Du denkst, warum sind sie so? Warum sagen sie Dinge so direkt, ohne Umschweife, ohne Rücksicht auf Gefühle? Ich erinnere mich an meine erste Zeit in Deutschland. Am Anfang dachte ich oft, die Leute seien unfreundlich. Ich kam mit diesem inneren Bild von Freundlichkeit, dass man lächelt, dass man Dinge vorsichtig sagt, dass man lieber etwas Nettes hinzufügt, bevor man Kritik äußert. Aber hier war das anders. Wenn jemand etwas sagte, meinte er genau das, was er sagte. Kein kleiner Puffer, kein Umweg. Nur das Wort, die Sache selbst. Am Anfang tat das weh. Ich nahm es persönlich. Ich dachte, die Menschen hier hätten keine Lust, sich zu bemühen, höflich zu sein. Aber mit der Zeit habe ich verstanden, dass es gar nicht so ist. Dass dieses Verhalten nichts mit Unfreundlichkeit zu tun hat, sondern mit einer anderen Art, Respekt zu zeigen. Denn in Deutschland bedeutet Respekt oft, ich sage dir die Wahrheit. Ich rede nicht drum herum. Ich nehme dich ernst genug, um ehrlich zu sein. Das klingt vielleicht streng, aber es hat etwas Schönes. Es bedeutet, ich glaube, dass du stark genug bist, das auszuhalten. Trotzdem, wenn man das zum ersten Mal erlebt, ist es ein kleiner Schock. Vor allem, wenn man aus einer Umgebung kommt, in der man eher zwischen den Zeilen spricht, in der man Stille mit Rücksicht verwechselt und direkte Worte mit Kälte. Man hört die deutschen Sätze und sie klingen kantig. Nicht böse, aber fest. Kein weiches vielleicht, kein höfliches Umschreiben, sondern einfach Nein. Oder das stimmt nicht. Oder so macht man das hier. Und das Interessante ist, die Deutschen selbst empfinden das gar nicht als hart. Für sie ist das normal, sogar richtig. Sie glauben, dass Klarheit Zeit spart, Missverständnisse vermeidet und Vertrauen schafft. Denn wenn jeder ehrlich ist, weiß man, woran man ist. Keine falsche Freundlichkeit, keine unnötige Spannung. Ich erinnere mich an eine kleine Szene im Büro. Ich hatte etwas vorbereitet und mein Kollege sah es sich an. Er sagte sofort, das passt so nicht. Früher hätte mich das getroffen. Ich hätte gedacht, er mag mich nicht oder findet mich dumm. Aber in diesem Moment blieb er ruhig, erklärte, warum er das meinte und half mir, es besser zu machen. Kein böser Ton, nur klare Worte. Und danach haben wir zusammen Kaffee getrunken, als wäre nichts gewesen. Da habe ich verstanden. Für viele Deutsche ist Kritik kein Angriff, sondern Teil des Alltags. Man trennt hier viel stärker zwischen Sache und Person. Wenn jemand sagt, dass etwas falsch ist, heißt das nicht, dass du falsch bist. Es heißt einfach, diese Sache in diesem Moment funktioniert so nicht. Und das war's. Aber bis man das wirklich spürt, dauert es. Am Anfang fühlt es sich an wie ein ständiger Test. Du denkst, du machst etwas falsch, du versuchst, es netter zu sagen und bekommst wieder eine klare, fast scharfe Antwort. Doch wenn du dich daran gewöhnst, merkst du, dass diese Klarheit auch befreiend sein kann. Du musst nicht raten, was der andere wirklich denkt. Du musst keine Gesichter lesen oder Tonlagen deuten. Es steht alles da, schwarz auf weiß, einfach und direkt. Und genau das ist der Punkt, an dem sich das Denken verändert. Man beginnt zu fragen, vielleicht ist das gar nicht Unhöflichkeit. Vielleicht ist das nur ein anderer Weg, miteinander ehrlich zu sein. Es gibt eine Szene, die ich nie vergesse. Ich fragte einmal eine Kollegin, wie es ihr geht.
Sie antwortete, nicht so gut. Einfach so. Ohne Lächeln, ohne das übliche mir geht's gut. Danke. Und ich war kurz sprachlos, weil ich nicht wusste, was ich sagen soll. Aber sie sagte das nicht, um zu jammern. Sie sagte es einfach, weil es die Wahrheit war. Kein Theater, kein Smalltalk, nur Realität. Und irgendwie war das schön. Diese Ehrlichkeit, die man am Anfang als Schroffheit empfindet, ist oft genau das Gegenteil. Sie zeigt Vertrauen. Sie zeigt, dass man nicht spielen muss, um gemocht zu werden. Dass man sich zeigen darf, wie man ist, auch mit schlechter Laune, auch mit Fehlern. Und vielleicht ist das der Moment, in dem man versteht, dass Direktheit nicht gegen dich gerichtet ist. Sie ist einfach ein anderer Ausdruck von Nähe, ein anderer Rhythmus der Sprache. Ein Satz, der gerade klingt, weil er keine Kurven macht. Viele Menschen erleben diesen Kulturschock in den ersten Wochen, wenn sie in Deutschland leben. Alles scheint korrekt, geordnet, ruhig, aber in Gesprächen fühlt man sich unsicher. Es gibt keinen doppelten Boden, keine sanfte Verpackung. Und doch, mit der Zeit merkt man, dass diese direkte Art auch eine Form von Sicherheit bietet. Du weißt, woran du bist. Niemand sagt etwas anderes, als er meint. Das ist gewöhnungsbedürftig, aber es macht vieles klarer. Und vielleicht liegt genau darin die Idee, über die wir heute sprechen. Direktheit ist nicht Härte. Sie ist eine Sprache der Klarheit. Eine, die manchmal kühl klingt, aber selten kalt gemeint ist. Und je mehr man sie erlebt, desto mehr beginnt man zu verstehen, dass hinter ihr keine Kälte steckt, sondern ein anderer Wert. Ein Wert, der vielleicht seltsam wirkt, aber auch ehrlich. Sag, was du denkst und steh dazu. Keine Masken, keine Umwege. Vielleicht ist das der erste Schritt, um diese Kultur nicht nur zu verstehen, sondern auch ein bisschen zu mögen. Denn hinter jedem direkten Wort steckt etwas, das man spüren kann. Eine Art von Wahrheit, die nicht immer bequem ist, aber fast immer echt. Und vielleicht lohnt es sich, genauer hinzuschauen, was hinter dieser Direktheit steckt. Warum sie so tief in der deutschen Art zu sprechen verwurzelt ist und warum sie gar nicht böse ist. Wenn man etwas länger in Deutschland lebt, merkt man, dass diese Direktheit kein Zufall ist. Sie hat tiefe Wurzeln. Es ist nicht einfach eine Art zu reden, es ist eine Art zu denken. In dieser Kultur gilt Klarheit als Zeichen von Respekt. Wenn du sagst, was du wirklich meinst, dann spielst du keine Rolle. Du lässt den anderen wissen, woran er ist. Kein Rätsel, kein versteckter Ton, keine falsche Freundlichkeit. Viele Deutsche sehen darin Ehrlichkeit. Und Ehrlichkeit steht hier sehr hoch. Sie ist fast wie eine moralische Pflicht. Wer ehrlich ist, ist zuverlässig. Und wer zuverlässig ist, dem kann man vertrauen. In einem Land, das viel Wert auf Struktur, Organisation und Ordnung legt, gehört auch die Sprache zu dieser Ordnung. Sie soll präzise sein, logisch, ohne unnötige Umwege. Ich erinnere mich an eine Szene bei der Arbeit. Wir hatten ein Meeting und mein Chef sah sich eine Präsentation an. Nach ein paar Minuten sagte er, das überzeugt mich nicht. Kein Lächeln, keine weichen Worte, einfach nur diese Aussage. Für einen Moment war es still im Raum, aber danach erklärte er ruhig, warum. Und plötzlich war alles klar. Kein Rätselraten, kein langes Diskutieren. Er meinte nicht mich, er meinte die Sache. Und als ich das verstanden hatte, konnte ich viel leichter reagieren. Ich wusste genau, was zu tun war. Diese Art zu sprechen spart Zeit, sie spart Energie und sie vermeidet Missverständnisse. Es ist fast so, als würde man sagen, wir reden nicht um Gefühle herum, sondern über das, was ist. Das mag im ersten Moment kühl klingen, aber es schafft Vertrauen. Denn du weißt, der andere sagt dir die Wahrheit. Auch im Freundeskreis funktioniert das ähnlich. Wenn jemand etwas nicht mag, sagt er es. Direkt, aber ohne Drama. Kein langes Schweigen, keine Andeutungen. Einfach, das gefällt mir nicht. Oder ich sehe das anders. Und das Interessante ist, das zerstört keine Freundschaft. Im Gegenteil, es macht sie stabiler. Ich erinnere mich an einen Abend, an dem ich mit Freunden essen war. Einer von ihnen probierte das neue Gericht und sagte nach dem ersten Bissen, das schmeckt mir gar nicht. Alle lachten, keiner war beleidigt. Der Koch übrigens auch nicht. Er nickte nur und meinte, gut, dann weiß ich das fürs nächste Mal. Und das war's. Kein Problem, kein peinlicher Moment, nur Ehrlichkeit und Humor. Das ist vielleicht einer der größten Unterschiede im Verständnis. In vielen Kulturen gilt Direktheit als unhöflich. Hier gilt sie als ehrlich. Es ist eine andere Art, Respekt zu zeigen. Wenn du etwas kritisierst, tust du das nicht, um jemanden zu verletzen, sondern um deutlich zu machen, woran man ist. Du gibst der anderen Person die Chance, etwas zu verstehen oder zu verbessern.
Und das gilt als höflich. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen direkt und unhöflich. Direkt bedeutet, dass du klar bist, aber respektvoll. Unhöflich bedeutet, dass du jemanden absichtlich verletzt oder übergehst. Und das mögen Deutsche genauso wenig wie alle anderen. Der Ton macht auch hier die Musik. Nur klingt diese Musik manchmal etwas ernster, etwas gerader. Ich habe das oft bei Gesprächen über Arbeit oder Organisation gespürt. Wenn man eine Idee vorstellt, bekommt man selten ein automatisches Panthen. Das ist toll. Stattdessen hört man, ja, aber, oder, das ist nicht nötig, oder, das ist falsch gerechnet. Es klingt streng, aber es ist sachlich gemeint. Der Fokus liegt auf dem Inhalt, nicht auf der Person. Und vielleicht ist das der Kern dieser Kultur. Man trennt Gefühl und Sache. Man kann jemanden mögen, aber trotzdem seine Meinung klar sagen. Man kann Kritik äußern, ohne dass es persönlich wird. Diese Trennung macht Kommunikation direkter, aber auch stabiler. Denn wenn du weißt, dass Kritik nicht gleich Ablehnung bedeutet, kannst du ruhiger damit umgehen. Es gibt ein Sprichwort, das das gut beschreibt. Ehrlich währt am längsten. Das bedeutet, dass Lügen oder Umwege auf Dauer nichts bringen. Sie machen die Dinge nur komplizierter. Direktheit dagegen schafft Klarheit. Auch wenn sie im Moment unangenehm sein kann, bringt sie am Ende Ruhe. Ich glaube, diese Haltung kommt nicht nur aus der Sprache, sondern auch aus der Geschichte. Deutschland war immer ein Land, in dem Ordnung und Genauigkeit geschätzt wurden. In der Arbeit, in der Wissenschaft, in der Planung. Wenn etwas funktioniert, will man wissen, warum. Wenn etwas nicht funktioniert, sagt man es. Und das spiegelt sich im Alltag wider. Selbst im ganz normalen Gespräch ist das spürbar. Wenn du jemanden fragst, ob er Zeit hat, bekommst du meist eine klare Antwort. Kein vielleicht, kein ich schaue mal, sondern ja oder nein. Punkt. Das kann erst hart klingen, aber es ist ehrlich. Der andere hält dich nicht hin. Du weißt sofort, woran du bist. Und genau das ist der Punkt. In dieser Kultur ist Direktheit keine Form der Härte, sondern ein Zeichen von Respekt. Man vertraut darauf, dass der andere erwachsen genug ist, mit der Wahrheit umzugehen, dass er lieber Klarheit hat als Unsicherheit. Manchmal frage ich mich, ob das nicht auch etwas Befreiendes hat. Denn wenn alle ehrlich miteinander reden, muss niemand mehr raten. Niemand muss zwischen den Zeilen lesen oder ständig interpretieren, was wohl gemeint war. Worte sind dann wie klare Fenster. Du siehst, was dahinter ist. Natürlich, für jemanden, der das nicht gewohnt ist, kann das am Anfang irritierend sein. Es fühlt sich fast an, als würde man in einer Welt leben, in der alle ein bisschen lauter, ein bisschen schärfer sprechen. Aber mit der Zeit merkt man, dass es gar nicht um Lautstärke geht. Es geht um Klarheit. Und vielleicht ist das der Moment, in dem man beginnt, diese Direktheit zu schätzen. Nicht, weil sie immer angenehm ist, sondern weil sie echt ist. Sie spart dir Rätsel, sie spart dir Energie. Sie sagt, ich nehme dich ernst. Und genau das ist es, was dahinter steckt. Aber was passiert, wenn du diese Art zu reden nicht gewohnt bist? Wenn du in einer Umgebung aufgewachsen bist, in der Worte weicher sind, in der man vieles lieber andeutet, statt es auszusprechen? Dann fühlt sich diese Klarheit oft wie ein Schlag an. Nicht, weil sie böse ist, sondern weil sie anders klingt. Und genau das verändert etwas. In dir, in deinen Gesprächen, in deinem Blick auf andere. Darüber sollten wir sprechen. Wie es sich anfühlt, wenn man plötzlich in einer Welt lebt, in der die Worte härter wirken, aber ehrlicher gemeint sind. Wenn man aus einer Welt kommt, in der Worte wie weiches Licht sind, das man erst spürt und dann versteht, kann deutsche Direktheit wie ein greller Scheinwerfer wirken. Sie trifft dich mitten ins Gesicht. Nicht böse, nicht laut. Einfach ohne Schatten. Und das ist etwas, woran man sich erst gewöhnen muss. Ich erinnere mich an die ersten Gespräche im Alltag. Im Supermarkt zum Beispiel. Ich stand an der Kasse, lächelte, sagte freundlich Hallo und die Kassiererin antwortete nur mit einem knappen Ja. Kein Lächeln, kein Blickkontakt. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Ich dachte, vielleicht habe ich etwas falsch gemacht. Vielleicht war ich zu freundlich, vielleicht hat sie mich nicht verstanden. Dabei war es gar nichts davon. Sie war einfach konzentriert, sie machte ihren Job. Und für sie war das völlig normal. Das Gleiche passierte oft in E-Mails mit Ämtern oder Behörden. Kurze Sätze. Kein guten Tag, kein freundlicher Abschluss. Nur, Sie müssen das Formular XY ausfüllen und bis Freitag schicken. Punkt. Am Anfang klang das streng, fast unhöflich. Ich las die Nachricht dreimal, suchte zwischen den Zeilen nach einem Ton, nach etwas Freundlichem. Aber da war nichts.
Und genau das war der Punkt. Da war nichts Verstecktes, nichts Ironisches, nur Information, nur das, was gesagt werden musste. In anderen Situationen fühlte ich mich ähnlich verloren, zum Beispiel auf der Arbeit. Ich hatte etwas vorbereitet und mein Kollege schrieb zurück, das war nicht nötig. Ich las die Zeile und spürte dieses kleine Ziehen in der Brust. Nicht nötig? Ich hatte mir Mühe gegeben. Ich wollte helfen. Und da stand dieses kühle Urteil fast wie ein Schlag. Aber ein paar Tage später verstand ich, er meinte das gar nicht abwertend. Für ihn war es einfach eine sachliche Feststellung. Kein Vorwurf, kein persönlicher Angriff. Nur eine Tatsache. Diese Momente wiederholen sich oft, bis man langsam begreift, dass hinter der Direktheit kein kaltes Herz steckt. Nur eine andere Sprache für das Gleiche, was man selbst auch will. Klarheit, Respekt, Verlässlichkeit. Die Form ist anders, aber das Ziel ist dasselbe. Ich erinnere mich an einen Brief von einem Amt, den ich einmal bekam. Ich hatte ein Formular falsch ausgefüllt und die Antwort war sehr knapp. Antrag abgelehnt. Kein Grund, kein freundlicher Zusatz. Nur das. Ich war frustriert, wütend sogar. Aber dann ging ich hin, fragte nach. Und die Frau am Schalter war ruhig, freundlich, hilfsbereit. Sie erklärte mir alles Schritt für Schritt, lächelte sogar. Da verstand ich, das Schreiben war nicht unfreundlich. Es war einfach neutral, effizient. Die Emotion, die ich suchte, war in der Sprache nicht vorgesehen. Sie passierte erst im Gespräch. Man lernt mit der Zeit, nicht jedes Wort zu fühlen wie einen Stoß, sondern zu hören, was wirklich gesagt wird. Wenn jemand sagt, das stimmt nicht, dann heißt das nicht, du hast versagt. Es heißt einfach nur, das ist faktisch falsch. Und das ist ein großer Unterschied. Mit der Zeit ändert sich auch das eigene Hören. Man hört weniger die Schärfe, mehr den Inhalt. Man versteht, dass Kürze hier kein Zeichen von Kälte ist, sondern von Respekt für die Zeit des anderen. Keine langen Höflichkeitsfloskeln, kein unnötiges Reden. Es ist, als würde man lernen, zwischen Klarheit und Gefühl eine neue Balance zu finden. Ich erinnere mich an eine ältere Frau aus der Nachbarschaft. Sie sagte mir einmal sehr direkt, du hast den Müll falsch getrennt. Kein guten Morgen, kein wie geht's, nur das. Früher hätte mich das gestört. Ich hätte gedacht, warum sagt sie das so? Aber jetzt sehe ich, dass sie das nicht tat, um mich zu belehren. Sie wollte einfach, dass die Dinge richtig laufen. Für sie war das selbstverständlich. Und irgendwie auch fürsorglich. Langsam fängt man an, diese Momente anders zu lesen. Ein direktes Nein ist kein Zeichen von Ablehnung. Es ist ein Zeichen von Ehrlichkeit. Wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, dann heißt das nicht, ich will nichts mit dir zu tun haben. Es heißt nur, ich habe wirklich keine Zeit. Kein Spiel, kein Verstecken. Und das verändert auch, wie man selbst spricht. Man merkt, dass man sich traut, klarer zu werden. Man sagt Nein, ohne sich schlecht zu fühlen. Man sagt, was man denkt, ohne stundenlang zu überlegen, ob es vielleicht falsch ankommt. Diese Direktheit färbt ab. Und das ist gar nicht schlecht. Ich glaube, das Schönste daran ist, dass man lernt, Worte nicht mehr so persönlich zu nehmen. Man beginnt zwischen dem Gesagten und dem Gemeinten zu unterscheiden. Nicht jeder Ton trägt eine Emotion. Manchmal trägt er nur Information. Und das ist völlig in Ordnung. Man spürt mit der Zeit, dass diese klare Art zu reden nicht das Gegenteil von Empathie ist, sondern nur eine andere Form davon. Eine, die weniger über Worte funktioniert und mehr über Handeln. Jemand sagt vielleicht nichts besonders Freundliches, aber hilft dir sofort, wenn du etwas brauchst. Oder er sagt direkt, was nicht passt, weil er will, dass es besser wird. Das ist auch eine Art Fürsorge, nur ohne Verpackung. Vielleicht ist das der Moment, in dem man aufhört, alles mit dem Herzen zu lesen und anfängt, auch mit dem Verstand zu hören. Man lernt, dass Stille nicht Gleichgültigkeit bedeutet, dass ein Nein manchmal ehrlicher ist als ein höfliches Vielleicht und dass man Vertrauen nicht in Lächeln findet, sondern in Klarheit. Mit der Zeit wird diese Direktheit fast angenehm. Man weiß, woran man ist. Man muss nicht mehr raten, nicht mehr zweifeln. Die Gespräche werden einfacher, ehrlicher, ruhiger und plötzlich merkt man, man selbst ist auch direkter geworden. Nicht härter, nur klarer. Und diese Klarheit tut gut, weil sie hilft, sich selbst besser zu verstehen, weil man merkt, dass man nicht immer gefallen muss, um gemocht zu werden, dass Ehrlichkeit keine Wand ist, sondern eine Tür, wenn man lernt, sie richtig zu öffnen. Vielleicht ist das das eigentliche Geschenk dieser kulturellen Unterschiedlichkeit. Sie zwingt dich, neu zu hören, neu zu fühlen, neu zu denken. Und irgendwann, ganz leise, merkst du,
Du hast nicht nur eine neue Sprache gelernt, du hast gelernt, anders zuzuhören. Mit der Zeit beginnt man zu merken, dass diese Direktheit das Leben einfacher macht. Wirklich einfacher. Es gibt weniger Rätsel, weniger Unsicherheit, weniger dieses Gefühl, ständig zwischen den Zeilen lesen zu müssen. Wenn jemand etwas sagt, weißt du, was er meint. Kein Versteckspiel, kein leises Vielleicht, das eigentlich Nein heißt. Nur Klarheit. Und das fühlt sich irgendwann fast wie ein Aufatmen an. Ich erinnere mich an den Moment, als ich das zum ersten Mal bewusst gespürt habe. Es war auf der Arbeit. Ich hatte eine Aufgabe übernommen und mein Vorgesetzter sagte direkt, ich möchte, dass du das so und so machst. Früher hätte ich erwartet, dass er sagt, vielleicht könntest du oder wenn du Zeit hast, wäre es schön, wenn. Aber nein, er sagte einfach, was er wollte. Punkt. Und das war wunderbar. Kein Rätsel, keine Unsicherheit. Ich wusste genau, woran ich bin. Und das gab mir Ruhe. Es ist erstaunlich, wie viel Stress verschwindet, wenn man lernt, Dinge beim Namen zu nennen. In Gesprächen, bei Projekten, sogar im Alltag. Wenn etwas nicht passt, sagt man es. Wenn etwas gut ist, auch. Und diese Offenheit schafft Raum für Vertrauen. In Freundschaften merkt man das besonders. Es gibt kein ständiges Grübeln, kein Nachdenken darüber, ob jemand etwas anders gemeint hat. Wenn ein Freund etwas sagt, dann meint er es so. Wenn er keine Lust hat, sich zu treffen, sagt er das einfach. Ohne sich zu entschuldigen, ohne Ausreden. Und seltsamerweise tut das gut. Es ist ehrlich. Du weißt, woran du bist. Du musst nichts erraten, nichts deuten. Ich erinnere mich an eine Freundin, die mir einmal sagte, ich mag es nicht, wenn du das so machst. Direkt, ohne Pause. Früher hätte mich das verletzt. Heute bin ich dankbar dafür. Denn sie vertraut mir genug, um ehrlich zu sein. Sie sagt mir die Wahrheit, weil sie weiß, dass ich sie aushalten kann. Und das ist vielleicht die schönste Form von Vertrauen, die es gibt. Auch im Alltag wird vieles leichter. Wenn du im Café bist und der Kellner sagt, das dauert noch 10 Minuten, dann kannst du dich darauf verlassen. Keine höflichen Beschwichtigungen, keine falschen Versprechen, nur eine klare Antwort. Und genau das schafft Sicherheit. Oder wenn du jemanden nach der Meinung fragst, bekommst du eine echte Antwort. Kein nettes, oberflächliches Ja, das eigentlich Nein bedeutet, sondern das, was wirklich gedacht wird. Es kann ehrlich sein, manchmal unbequem, aber immer echt. Diese Art zu sprechen nimmt dem Leben ein Stück Unsicherheit. Und sie schenkt dir etwas, das schwer zu beschreiben ist. Leichtigkeit. Weil du dich nicht mehr fragst, was jemand wirklich meint. Du kannst einfach zuhören. Ich glaube, das ist der Moment, in dem man versteht, dass Direktheit nichts mit Kälte zu tun hat. Sie ist fast das Gegenteil. Sie ist eine Art Respekt, der auf Vertrauen basiert. Wenn jemand ehrlich mit dir ist, zeigt er dir, dass er dich ernst nimmt. Dass er glaubt, du bist stark genug für die Wahrheit. Und das ist ein großes Kompliment. Manchmal spürt man das auch in kleinen Begegnungen. Zum Beispiel, wenn ein Nachbar etwas sagt wie, du hast das Fahrrad falsch abgestellt. Früher hätte ich gedacht, warum so unfreundlich? Aber irgendwann verstehst du, dass es gar nicht unfreundlich gemeint ist. Er will einfach, dass es richtig gemacht wird. Nicht, weil er besser ist, sondern weil Ordnung und Fairness für ihn wichtig sind. Und genau da liegt die schöne Seite dieser Kultur. Wenn Menschen direkt sind, verschwenden sie keine Energie mit Schein. Sie versuchen nicht, sich gegenseitig zu gefallen. Sie sagen, was sie denken und leben damit gut. Und du lernst langsam, dass du das auch kannst. Du musst nicht immer nett klingen, um freundlich zu sein. Du kannst ehrlich sein und trotzdem respektvoll. Ich erinnere mich an ein Gespräch im Büro, bei dem ich eine Idee vorgestellt habe. Ein Kollege sagte sofort, ich finde das nicht gut. Früher hätte mich das getroffen, aber diesmal fragte ich, warum nicht? Und er erklärte es ruhig sachlich und am Ende kam etwas Besseres dabei heraus. Kein Streit, kein verletzter Stolz, nur Austausch. Und das war befreiend. Diese Direktheit nimmt dir das Bedürfnis, perfekt zu wirken. Du musst nicht ständig überlegen, wie du etwas formulierst, um niemanden zu verletzen. Du darfst einfach sagen, was du meinst. Und das verändert, wie man sich selbst fühlt. Du wirst ehrlicher, aber auch ruhiger. Ich glaube, das hat etwas mit Vertrauen zu tun. In sich selbst und in andere. Direktheit funktioniert nur, wenn man glaubt, dass der andere sie aushalten kann. Wenn man Vertrauen hat, dass die Beziehung stark genug ist, um die Wahrheit zu tragen. Das ist vielleicht das Schönste daran. Man redet nicht, um zu gefallen, sondern um verstanden zu werden. Und das macht Gespräche echter. Du lernst zuzuhören, nicht zu interpretieren.
Du lernst Kritik nicht als Angriff zu hören, sondern als Teil eines ehrlichen Miteinanders. Mit der Zeit beginnt man diese Art zu schätzen. Sie macht das Leben übersichtlicher. Du weißt, wo du stehst, du weißt, was gemeint ist, und du weißt, dass die Worte, die du hörst, echt sind. Keine Masken, keine Höflichkeitsfloskeln, die mehr verbergen als sagen. Nur Menschen, die klar sprechen und genau darin ehrlich sind. Vielleicht kann man sagen, dass Direktheit eine Sprache des Vertrauens ist. Man sagt dir die Wahrheit, weil man dir zutraut, sie zu hören. Und je länger man das erlebt, desto mehr beginnt man es selbst zu tun. Man wird klarer, offener, echter. Und genau das verändert etwas im Inneren. Diese Ehrlichkeit nach außen schafft auch Ehrlichkeit nach innen. Du traust dich, klar zu dir selbst zu sein, zu sagen, was du fühlst, was du willst, was du nicht willst. Ohne Schuldgefühl, ohne Angst, jemanden zu enttäuschen. Ich finde, das ist eine der schönsten Seiten dieser Art zu leben und zu sprechen. Sie bringt dich näher zu dir selbst. Und sie zeigt dir, dass Worte keine Mauern sein müssen. Sie können auch Fenster sein, durchsichtig, ehrlich, offen. Und vielleicht ist das der Moment, in dem man sich fragt, was kann man aus dieser Direktheit lernen? Nicht um sie zu kopieren, sondern um sie zu verstehen und vielleicht ein Stück davon in das eigene Leben zu nehmen. Wenn man lange genug in dieser direkten Art zu leben spricht, merkt man, dass sie etwas verändert. Nicht nur, wie man kommuniziert, sondern auch, wie man denkt. Man fängt an, die Worte zu wählen, die wirklich etwas bedeuten. Keine langen Erklärungen mehr, keine Angst, jemanden mit der eigenen Meinung zu stören. Nur Klarheit. Ruhig, ehrlich, offen. Direktheit ist keine Kälte. Sie ist Respekt. Sie ist die Entscheidung, mit anderen ehrlich umzugehen, statt ihnen etwas vorzuspielen. Und das spürt man. Mit jedem Gespräch, in dem jemand die Wahrheit sagt, wächst Vertrauen. Es ist, als würde man lernen, dass Ehrlichkeit und Freundlichkeit nicht Gegensätze sind. Sie gehören zusammen, wenn man sie mit Herz sagt. Manchmal denke ich, dass diese Offenheit wie eine kleine Befreiung wirkt. Du musst dich nicht verstecken, du musst dich nicht anpassen. Du darfst einfach du selbst sein. Sag, was du fühlst. Hör zu, ohne zu urteilen. Reagiere klar, ohne zu verletzen. Es klingt so einfach. Und genau das macht es so stark. Ich habe gemerkt, dass Direktheit nicht trennt, sondern verbindet. Wenn du ehrlich bist, ziehst du klare Linien. Und auf diesen Linien lässt sich Vertrauen aufbauen. Kein Misstrauen, keine Spiele, keine unausgesprochenen Erwartungen. Nur zwei Menschen, die sich aufeinander verlassen können, weil sie wissen, dass das Gesagte zählt. Auch in kleinen Dingen macht sie das Leben leichter. Du weißt, woran du bist. Du weißt, was der andere meint. Und du weißt, dass hinter den Worten nichts Verstecktes liegt. Kein falsches Lächeln, kein gespieltes Einverständnis, nur Wirklichkeit. Und das gibt Ruhe. Ich glaube, die schönste Lektion daran ist, dass man lernt, keine Angst mehr vor Wahrheit zu haben. Die Wahrheit tut vielleicht kurz weh, aber sie heilt schneller als jedes Schweigen. Und wenn man das einmal verstanden hat, redet man anders. Man hört anders. Man lebt anders. Es geht nicht darum, härter zu werden. Ganz im Gegenteil. Direktheit macht dich weicher, nur an den richtigen Stellen. Du lernst nicht alles persönlich zu nehmen. Du lernst loszulassen, wenn jemand ehrlich ist. Und du lernst, dass Offenheit kein Risiko ist, sondern ein Zeichen von Stärke. Ich mag diesen Gedanken, dass Worte klar sein dürfen, ohne scharf zu sein, dass sie zeigen dürfen, was echt ist, dass man ehrlich sein kann, ohne laut zu werden. Denn Ehrlichkeit braucht keine Lautstärke. Sie wirkt leise, aber tief. Und wenn man das erlebt, verändert sich auch der eigene Umgang mit anderen. Man hört besser zu, man antwortet einfacher, man denkt weniger darüber nach, wie etwas klingt, und mehr darüber, was es bedeutet. Man spricht, um zu verstehen, nicht um zu gefallen. Und genau das schafft Nähe. Vielleicht ist das Geheimnis. Direktheit ist keine Mauer, sie ist eine Tür. Eine, die sich nur öffnet, wenn man mutig genug ist, sie nicht zu fürchten. Und wenn man sie einmal geöffnet hat, merkt man, dass dahinter nichts Bedrohliches liegt. Nur Klarheit, nur Wahrheit, nur Vertrauen. Ich glaube, das ist das, was man wirklich von dieser Art zu sprechen lernen kann. Dass Ehrlichkeit nicht trennt, sondern verbindet. Dass man freundlich und direkt gleichzeitig sein kann. Und dass wahre Freundlichkeit nicht in schönen Worten liegt, sondern in echten. Am Ende lernt man, dass man selbst nicht anders wird. Man entdeckt nur eine neue Seite von sich. Eine, die klarer ist, ruhiger, ehrlicher. Eine, die keine Angst hat zu sagen, das bin ich, das denke ich, das fühle ich. Und genau das macht das Leben leichter.
Vielleicht hörst du das jetzt und denkst, dass du selbst manchmal zu vorsichtig bist oder zu still. Dann nimm das als kleinen Gedanken mit. Direktheit ist kein Mut, den man plötzlich hat. Sie wächst langsam, mit jedem ehrlichen Wort, mit jedem Gespräch, in dem du dich traust, einfach du zu sein. Und irgendwann kommt dieser Moment, in dem du merkst, du hast keine Angst mehr, etwas falsch zu sagen. Du redest, wie du bist, und die Welt antwortet ehrlicher zurück. Danke, dass du heute zugehört hast. Ich hoffe, du hast etwas gefunden, das dich zum Nachdenken bringt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne ein Like da, abonniere den Kanal oder schreib in die Kommentare, welche Themen du dir als nächstes wünschst. Ich lese sie alle. Und vielleicht sprechen wir schon bald über etwas, das dich gerade beschäftigt. Bis dahin, bleib ehrlich. Zu anderen, aber vor allem zu dir selbst.